Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Video auf unserem Kanal. Hallo Bengt. Ja, Hallo Mia. wir befinden uns heute in einem wunderschönen Örtchen namens Callos de Mallorca. Ganz im Osten der Insel. Genau, gehört zum Manacor der Gemeinde. Ja. Und im Hintergrund, wie ihr hier schon sehen könnt, war es mal ursprünglich ein Hotel. Genau, Topaz hieß das und ist 1989 eröffnet worden. Ne? Genau, 89 als Hotel eröffnet worden in der zweiten Meereslinie. Dann aber meine ich zu wissen, dass es als Hotel nicht mehr wirklich lief. Nie. Man hat das dann umfunktioniert in eine Apartmentanlage. Und zwar wurden die Apartments aber nicht verkauft, sondern vermietet. Genau, mit so 50 Wohneinheiten. Ne? Genau. Ja, und danach ist es dann so gewesen, dass tatsächlich 2010, korrigiere mich, wenn ich, nee. 2010 denen dann wirklich das Wasser abgedreht worden ist, weil die Investoren das Wasser oder die Gebühren, die Rechnung nicht mehr bezahlt haben. Richtig, genau. Irre. Da war Wirtschaftskrise, ne? 2008 hat es ja auch Mallorca erwischt. Und die Mieten waren halt teuer und die Nebenkosten Ja. für Wasser, Strom, alles. Ne? Und das hat dazu geführt, dass also nichts mehr bezahlt wurde und sukzessive dann die Mieter auch ausgezogen sind. Genau, das heißt 2010 standen sie dann ohne Strom und Wasser dort und Ja. dem wurde quasi der Hahn zugedreht. Und somit, also laut Zeitungsberichten, steht dieses ganze Gebäude seit 10 Jahren leer. Wenn man jetzt zurückrechnet, wir haben 2014. ist der letzte Mieter Ja, also das ausgezogen, heißt, derjenige genau. hat hier tatsächlich noch ohne Strom und Wasser gelebt über einige Jahre. Aber gut, nun sind wir hier. Und zwar soll das Ganze bis zum Ende des Jahres, ob es funktioniert, wissen wir nicht, abgerissen werden. Ja, ja. Also man hat Fördergelder von der EU beantragt. Hast du den Betrag? Ja, 4,8 Millionen oder also knapp 5 Also ihr Millionen. müsst euch mal reinziehen, 4,8 Ja, Millionen Wahnsinn. nur für dieses Grundstück. Dann ist hier noch nichts passiert. Genau. Dann sind noch keine Abrissarbeiten unternommen worden, geschweige denn Sonstiges. Also die Gemeinde Manacor hat bei der Balearenregierung die Fördergelder für das Grundstück für den Preis von 4,8 Millionen Euro beantragt. Ob sie es genehmigt bekommen, weiß man noch gar nicht. Ne? Man schwankt. Also sie haben hier so ein Bauvorhaben, das soll auch bis Ende des Jahres irgendwie tatsächlich alles fertig werden. Naja, das muss man Aber- alles so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Genau. Ne? Und man weiß auch gar nicht genau, was passiert. Ne? Also das kann auch sein, dass es renaturiert wird, dass dann hier auch Grünfläche entsteht oder ob was Neues entsteht, wissen wir nicht. Würde sich natürlich total anpassen zu dem, zu dem Bild, was man da hinten hat. Das sind ja wirklich Wälder, die sind ja Wahnsinn. Ne? Ja, nichtsdestotrotz, wir machen uns jetzt ein schönes Bild von dem Interieur des Hotels und werden jetzt reingehen. Und ihr kommt natürlich mit. Ne? Bis nachher. Ciao. Wir treten nun vom sonnendurchfluteten Äußeren in das schattige Innere des Hotels Topaz. Beginnend mit dem Eingangsbereich. Dieser Ort, der einst das lebhafte Willkommenstor für zahlreiche Gäste bildete, liegt jetzt in stiller Verlassenheit. Die Rezeption, die einzige Drehscheibe des Hotelbetriebs, steht leer. Ein stummes Zeugnis vergangener Betriebsamkeit. Direkt neben der Rezeption entdecken wir ein Büro. Hier, inmitten von Chaos und Stille, sind Papiere über den Boden und einen alten Schreibtisch verstreut. Diese verlassenen Dokumente, nun von Staub bedeckt und mit der Zeit vergilbt, spiegeln die abrupt unterbrochene Routine und die unvollendeten Aufgaben wider, die einst im Mittelpunkt standen. Dieser erste Einblick in das Innere des Hotels offenbart uns nicht nur die physische Verlassenheit, sondern auch die abrupte Unterbrechung des täglichen Lebens, die in jedem verstreuten Blatt und in der leeren Rezeption nachklingt. Es ist ein stummer Dialog mit der Vergangenheit, der uns tiefer in das Geheimnis dieses verlassenen Ortes zieht. Vom Büro aus setzen wir unseren Weg tiefer in das Innere des Hotels Topaz fort. Der Übergang vom einstigen administrativen Herzen des Hotels zum zentralen Innenbereich ist markiert durch den deutlichen Kontrast von Ordnung zu Chaos. Der Boden hier ist übersät mit Scherben und Schutt. Wir sehen den Zerfall und den Verfall, der sich über die Jahre hier angesammelt hat. Es ist, als ob jeder Schritt, den wir tun, über diese Trümmer uns tiefer in die Erinnerungen des Hotels führt.
Vor uns erheben sich 2 Treppen, eine in der Ferne und eine näher bei uns. Beide in einem erkennbar maroden Zustand. Diese Treppen, die einst Gäste in den verschiedenen Etagen des Hotels geleitet haben, stehen jetzt als historische Wächter in einem Raum, der von der Zeit vergessen wurde. Trotz ihres maroden Zustands bieten sie den Pfad, der uns weiter durch das Gebäude führt. Wir entscheiden uns, zur entfernten Treppe zu gehen. Jeder Schritt auf den von Trümmern bedeckten Boden verstärkt unser Gefühl, immer tiefer in diesen verlassenen Ort einzutauchen. Kaum haben wir die erste Etage des Hotels betreten, empfängt uns ein atemberaubendes Lichtspiel. Die Sonnenstrahlen, die durch die Struktur des Gebäudes brechen, tauchen die Gänge in ein warmes, einladendes Licht. Dieser Moment der Schönheit, gleich zu Beginn unserer Erkundung der oberen Etage, lässt uns für einen Augenblick innehalten. Die Art und Weise, wie das Licht den Staub in der Luft zum Tanzen bringt und Muster auf den Boden zeichnet, verleiht diesem verlassenen Ort eine fast magische Atmosphäre. Nach diesem ersten Eindruck der besonderen Lichtverhältnisse zieht es uns weiter in die Erkundung. Wir treten in einen Raum, von dem das einladende Licht ausgeht und nähern uns einem der Fenster. Von hier aus wird der Blick nach außen frei und die raue Realität tritt in den Vordergrund. Der äußere Bereich rund um das Hotel ist übersät mit Müll. Plastikflaschen, zerfetzte Tüten und allerlei Abfall bedecken den Boden. Dieser Anblick steht im scharfen Kontrast zur Schönheit und Ruhe im Inneren und zeugt von der Umweltverschmutzung, die auch diesen abgeschiedenen Ort erreicht hat. Die Diskrepanz zwischen dem wunderschönen Licht im Inneren des Hotels und dem traurigen Zustand der Umgebung außerhalb zeichnet mal wieder ein vielschichtiges Bild. Es ist eine eindringliche Erinnerung daran, wie tiefgreifend menschliches Handeln die Umwelt beeinflusst, selbst in den Lost Places unserer Welt. Die stille Würde der verlassenen Gebäude, umgeben von der Übernahme durch die Natur und kontrastiert mit der umliegenden Verschmutzung, zeugt auch hier mal wieder von der Vergänglichkeit und Nachlässigkeit. Unsere Erkundung der ersten Etage des Hotels führt uns weiter durch eine Abfolge von Räumen, die alle von Müll und Unordnung gezeichnet sind. Der Boden jedes Zimmers ist übersät mit Überresten und Trümmern, ein klares Zeichen der langjährigen Verlassenheit und Vernachlässigung. Zerbrochene Möbel und verstreute persönliche Gegenstände liegen überall, hinterlassen von denen, die einst hier waren. Am Ende des Ganges gelangen wir zu einem Fenster, das uns mit einem überraschenden Anblick begrüßt. Ein lebhaftes Spektrum grüner Farben entfaltet sich vor unseren Augen, geformt von den Pflanzen, die sich durch die Fensterrahmen zwängen, und es scheint so, als würden sie ihren einst genommenen Raum zurückfordern. Dieses lebendige Grün, das sich quasi seinen Weg durch die verfallenen Mauern und Räume bahnt, fasziniert uns. Es verdeutlicht, wie die Natur beharrlich und unermüdlich das verlassene Hotel wieder in Besitz nimmt. Eine stille, aber kraftvolle Erinnerung an die ununterbrochene Präsenz und Wiederkehr des natürlichen Lebens.
Während wir uns weiter durch die Flure und Zimmer des Hotels bewegen, stoßen wir auch hier wieder auf beeindruckende Graffiti-Kunstwerke, die die Wände zieren. Diese Kunststücke, hinterlassen von unbekannten Künstlern, verleihen auch diesem verlassenen Gebäude eine neue und eigene Dimension. Jedes Bild und jede Expression fügt Farbe und Leben in die sonst so tristen und verfallenen Räume. Diese Vielfalt und Kreativität der Werke begleiten uns bei jedem Schritt. Es ist, als ob die Künstler es sich zur Aufgabe gemacht haben, dem Ort trotz seiner Vergänglichkeit und Vernachlässigung Schönheit und Ausdruck zu verleihen. Das haben wir, ja, wie ihr wisst, bereits in vielen Lost Places auf Mallorca so erlebt. So wird die Graffiti-Kunst innerhalb des Hotels auch hier wieder zu einem unerwarteten Highlight unserer Entdeckung menschlicher Kreativität inmitten des Verfalls. Zurück im Erdgeschoss des Hotel Topaz stolpern wir über eine Szene, die uns erneut in Staunen versetzt. Wir entdecken einen Raum, der komplett von Kletterpflanzen übernommen wird. Es ist, als hätten wir eine verborgene Oase mitten im Verfall gefunden. Die Natur macht hier keine halben Sachen und beansprucht jeden Zentimeter zurück. Wände, Decken, sogar der Boden scheint unter dem dichten Teppich aus Grün zu verschwinden. Dieser Anblick ist ein weiteres spektakuläres Erlebnis, wie die Natur sich ihren Raum auch in diesem Lost Place zurückerobert. Eine lebendige Erinnerung daran, dass das Leben selbst an den unwahrscheinlichsten Orten gedeiht. Die Art und Weise, wie die Pflanzen sich durch die Strukturen schlängeln und in diesem verlassenen Hotel einen neuen Lebensraum schaffen, fasziniert uns. Wir sehen diesen natürlichen Wandel in nahezu jeder unserer Reportagen über Lost Places. Es ist einfach beeindruckend, dass selbst inmitten von Verlassenheit und Stillstand die Natur ihren Weg findet, zu überwuchern und zu beleben. 1,000 rounds, now my click on pop. Gushing, keep it bustin' for my crew, I got this shit on lock. This one's for the nights, I ain't sleep a beat. Walk on weak, push and leave a message when you hear the beat. Click on pop. Leave a beat. Push and leave a message when you hear the beat. Click on pop. Crew, I got this shit on lock. Leave a beat. Rounds, now my click on pop. Gushing, keep it bustin' for my crew, I got this shit on lock. This one's for the nights, I ain't sleep a beat. Walk on weak, push and leave a message when you hear the beat. Push and leave a message when you hear the beat. Click on pop. I got this shit on lock.
Bevor wir uns dem anderen Flügel des Hotels zuwenden, stolpern wir über einen alten Kühlschrank, der mitten auf dem Innenhof liegt. Dieser Platz, übersät mit Trümmern, Scherben und Müll, bildet einen unerwarteten Standort für ein solches Alltagsobjekt. Der Kühlschrank, umgeben von den Überresten des einzigen Hotelbetriebs, wirkt hier in diesem Bild wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Im anderen Flügel des Hotels erwartet uns ein fast surreal wirkender Anblick. Die Gänge und Räume sind fast randvoll mit alten Plastikflaschen belagert. Es ist ein Bild, das Fragen aufwirft. Wie sind all die ganzen Flaschen hierher gekommen und warum? Wer könnte verantwortlich sein für diese seltsame Ansammlung, die sich wie ein roter Faden durch die verlassenen Räume zieht? Hinterlasst doch gern mal Kommentare und spekuliert, wie das alles zustande gekommen sein kann. Me do my two-step. Ja, 250. Me do my two-step.
Ciao.